Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. An dem Parkplatz waren wir schon mal. Da sind wir hinter mir auf die Bubenau oder über die Bubenau aufs Granshorn gegangen. Und heute gehen wir auf die andere Seite. Nicht auf den Spitzstor, sondern auf den Pasterkopf. Vom Parkplatz weg gehen wir erst einmal noch denselben Weg rauf, wieder da so ein bisschen links weg jetzt und gehen einmal auch wieder Richtung Bubenau rauf. Nur weiter oben gehen wir noch rüber zur Hintermoor. Heute ist wieder ein super Wandertag, aber in meinem Ort ist heute vielleicht das wichtigste Fest im Jahr, darum gehe ich heute bloß was Kleines am Vormittag. Und dann schaue ich, dass ich, vielleicht auf eins wieder daheim bin. Da ist bei uns die ganze Gemeinde unterwegs und da darf ich natürlich nicht fehlen. Der erste Teil ist praktisch gleich mit dem Weg zur Bubenau. Wir biegen jetzt da wieder rechts ab und vor mir kann ich jetzt entweder eben auf der Straße weitergehen, das ist wirklich bloß ein Abkürzer auf die nächsten 150 Meter. Schattige sind alle 2, also meine Vorliebe ist bekannt. Lieber ein bisschen bucklig, als wir nur auf der Straße dahin laufen. Jetzt geht es ein Stück auf der Straße weiter und dann werden uns wir eher rechts runterhalten. Da gehen wir einmal ein Stück bergab, weil wir auf die andere Seite wechseln und nicht Richtung Bubenau, Granshorn weitergehen heute. Da sind wir links raufgegangen Richtung Bubenau und Granshorn und heute gehen wir eben da rechts runter, Richtung Hintermooralm. Wer sich das Stückerl Umweg sparen möchte, jetzt von dem unteren Trockenbachtal-Parkplatz, der kann auch zum Granshorn-Parkplatz auffahren und geht dann praktisch parallel zu dem Weg, wo ich jetzt gerade runtergehe, auf der Straße runter. Rauf natürlich. Aber ich parke ganz gern da unten, weil so viel weiter ist das auch nicht. Und das Stückerl, was wir jetzt runtergegangen sind, das fällt gar nicht wirklich auf. Wir gehen jetzt praktisch auf der Straße ein Stückerl weiter bis zur ersten größeren Linkskurve und da verabschieden uns wir dann aus der Richtung zum Granshorn. Dann nehmen wir Spur auf in unsere Tour.
Da wollte ich gerade rechts abbiegen. Da bin ich ein bisschen blöd angeredet worden von ihm. Dass das alles Privatgrund ist und dass die Zeiten ändern. In Zukunft darf man nicht mehr überall einen Berg raufgehen. Weil er das nicht mag, er hat Schnauzen voll. Gut, dann gehe ich da nicht rein, weil wenn einer streitsüchtig ist, das muss ich nicht mitmachen. Wir gehen jetzt auf weiter Richtung Granshorn. Gibt es halt eine kleine Planänderung. Mir bricht das kein Zacken aus der Krone. Ja, wir sehen vor uns einen Kitsch da. Weil, wenn mir einer blöd ummacht, weil er nicht möchte, dass man die ganz normalen Wanderwege geht, die eingezeichnet sind, dann muss ich ihn nicht weiter provozieren, indem ich dann trotzdem durchgehe. Er hat irgendwie einmal einen Toten auf der Alm gehabt. Ja, sowas passiert. Aber das wird ja nicht weniger, indem man über die Leute schimpft, sondern indem man aufklärt. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass eine Kuh nicht ungefährlich ist, wenn sie die Rangordnung noch nicht festgelegt haben. Und wenn er das nicht möchte, dann mache ich das auf sein Alm nicht. Dann wird er zukünftig auch mit Unfällen leben müssen. Jetzt gehe ich ans Granshornhaus weiter. Das ist auch nicht schlimm, weil die Runden bin ich ja so auch noch nicht gegangen. Das ist ja praktisch das, was ganz viele Leute mit Kindern machen. Und da geht es halt mehr auf der Straße auf. Da rechts kann man Richtung Winshausen runtergehen, als erste Mal. Oder auch, wenn man ein Stück runter ist, ich glaube so 30 Höhenmeter, rechts Richtung Sammerberg wieder. Und das war die Alternative, wo man auch auf den Pasterkopf raufkommt, aber für das habe ich heute nicht nur Zeit. Granshornalm, eine Viertelstunde. Da werden manche froh sein. Für mich ist es heute eine kurze Tour. Das war es andersrum auch gewesen. Heute ist in meinem Wohnort eines von den wichtigsten Feste im Jahr. Und da bin ich natürlich ab Nachmittag anwesend. Ich gehe jetzt auch bloß noch über das Granshornhaus und dann über die Bubinau runter heute. Den Weg darauf habe ich euch ja schon mal gezeigt. So als kleines Sommerspezial geht es gewiss durch, wo ich einfach auch mal ein paar kleinere Touren zeigen möchte, die man machen kann, wenn es heiß ist oder wenn man mal nicht so viel Zeit hat. Wir sind schon fast herum und da kommt jetzt von rechts der Steig von Winshausen rauf. Da kann man eben kurz hinter Nussdorf auch zum Granshorn raufgehen. Da ist viel Straße, aber immer im Wald. Und es ist, glaube ich, die kühlste Variante, die man raufgehen kann. Ist es auch für den Sommer geeignet, ist aber so, da hat man ganz schön viele Höhenmeter. Müssen die direkt nachschauen, wie viel. Vielleicht denke ich dran. Wir erreichen gerade das Almgelände von der Granshornhütte. Noch kurz durchs Dreigereiz durch und im Hintergrund sieht man ja schon ein paar Autos stehen, die zur Hütte gehören.
Richtung Granshorn ist auch schon viel unterwegs. Leute gehen auf, Leute gehen runter. Ich bin jetzt gleich hinterm Granshornhaus links gegangen und gehe jetzt praktisch wieder Richtung Granshornparkplatz L, wie es angeschrieben ist, runter. Also über die Bubenau. Ich werde vielleicht da jetzt eine kurze Pause machen. Vielleicht hocke ich mich da schnell mit auf. Da ist nämlich auch eine irrsinnig schöne Aussicht, ein Korser rein. Und dann geht es eben, wie gesagt, über die Bubenau wieder runter. Die kurze Pause hat sich rentiert. Mit einem fast Niederbayern, wie wir es gesagt haben, und zwei aus der Ecken und Bams haben wir uns jetzt ganz lustig unterhalten. Ein bisschen eine Gaudi gehabt. Das Einzige, was ich mir heute nicht angefangen habe, ein Schnupftabak. Da drüben sieht man den bewaldeten Pasterkopf, auf den ich eigentlich gehen wollte. Naja, ich werde ihn vielleicht von der anderen Seite noch mal packen. Dann schauen wir uns das auf jeden Fall miteinander mal an. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacttaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.